Hallo aus der Mitte Schleswig-Holsteins. Ich bin Annalena Doberschütz und in meiner Reihe Schon gesehen zeige ich dir heute das Produktpaket Käffchen von Stampin' Up. Aber ich mache das heute nicht alleine. Meine Freundin Kerstin ist da. Hallo Kerstin. Hallo. Hallo, einmal ins Bild bitte. Hallo. Genau, wir stellen zusammen dieses Stempelset mit den passenden Stanzen vor. Das gibt es bei Stampin' Up. Aber und dem Papier. Und dem Papier, wo sie es gerade sagt, halten wir es einmal schnell ins Bild. Gibt es nicht im Katalog, sondern nur online. Kann man aber ganz normal bestellen, so wie alles andere auch. Man kann es halt nur online finden. Ja, zu der Reihe gibt es eine ganze Menge. Ich habe das mal alles gestempelt, gestanzt. Was sagst du so als ersten Eindruck von dem Set, als du es gesehen hast? Ich fand's super. Das stand gleich auf der Wunschliste drauf, ganz oben. War auf meiner auch, habe ich auch gleich bestellt. Ja. Und läuft ja auch sehr gut, glaube ich. Ne? Ja, war ja schon ein paar Mal ausverkauft. Genau. Also, wenn du es nicht hast, einen Kaffee magst, unbedingt bestellen. Genau. Man kann ja einmal sehen, was alles ausgestanzt werden kann. Und das, finde ich, ist eine verdammte Menge. Also, wir haben diverse Tassen, Tasseninhalte. Aber auch hier so 2 Kaffeekannen, würde ich sagen, sind das. Ja, genau. So eine French Press und so eine Filterkanne irgendwie, ne? Genau. Würde ich sagen. Einen Löffel gibt es noch dazu. Und 2 kleine Tassen. Da gibt es sogar kleinen Kaffee zu. Das ist diese winzige Stanze hier oben. Und ich dachte am Anfang, was macht diese Stanzform? Bis ich es dann geschnallt habe. Aber das ist wirklich praktisch. Ja, da habe ich schon mal Fingernägel, aber es klappt trotzdem nicht. Machen wir es anders. Ja. Und schon ist der Kaffee in der Tasse. Perfekt. Genau. Also wirklich, was nicht ausgestanzt, wo es keine Stanzform für gibt, sind die 4 Sprüche, die auch sehr süß sind, finde ich. Finde ich auch. Die passen Ne? auf jeden Fall super dazu. Also allein dieses Du, Ich, Käffchen ist toll. Perfekt für Einladungen. Ja. Und diese 3 Elemente, das sind so Kaffeeflecken, kennt ja jeder. Oder wenn man mal ein bisschen schwappt, ein bisschen mehr Kaffeeflecken. Genau. Und das hier, das ist der Dampf, den habe ich hier oben einmal gemacht. Deshalb ist das auch nicht ausgestanzt, die Tasse. Aber ich glaube, die beiden können mit diesem Kreis, müssten sie eigentlich, ja, kann man auch Wenn ausstanzen. man es wollte, geht das auch. Wir gucken mal. Boah, sieht natürlich nicht schön aus, aber selbst das. Ich kann sagen, die Fahne braucht man, glaube ich, nicht in Kreisform. Genau. Also wenn Aber es man geht. seinen Kaffee hier nicht mit Milch haben will, sondern mehr so mit Kakao bestreut, kann man das also auch stempeln und dann nochmal extra auch noch in die Tasse reinlegen. Genau. Für die großen Tassen gibt es auch Kaffee. Stimmt. Sogar Genau. mit Muster. Ja. Genau, und eine ganze Handvoll Kaffeebohnen. Die Kaffeebohnen sind aber natürlich nur jeweils einmal da. Aber es gibt 3 kleine Kaffeestanzformen. Kaffeebohnenstanzformen. Und für mehrere gibt es auch 2, was ich immer ganz praktisch finde, wenn man mal. Ja. Sonst kurbelt man für den ganzen Kaffee ganz schön Genau. lange, ne? Ach genau, hier, es gibt ja auch noch Kaffee zu den beiden Kannen. Ja, bei diesem Teil habe ich mich als erstes gefragt, was soll denn das sein? Wofür brauche ich das? Bis ich irgendwann dann gemerkt habe, das ist der Kaffee für die French Press. Alles klar. Genau, weil hier ist ja momentan schwarz, weil ich kein Espresso momentan habe. Normal hätte ich Espresso-Papier genommen, Ja, aber ist gerade aus. das ist der ganz starke. Ja, genau. Ja, wollen wir ein bisschen wieder. Ne, wir können erstmal zeigen, wir zeigen nochmal das Papier. Genau. Da kann man auch noch zu sagen, bei dem Papier ist noch eine Sorte dabei, da kann man sogar die Stanzform auch benutzen. Und tada, genau. Genau. Und sich die Kaffeetassen von oben gleich fertig koloriert und gestaltet ausstanzen. für Und da haben Karte. die ja auch sogar noch mehr Muster. Genau, stimmt. Im Stempel gibt es nur das Herz, glaube ich. Also das Herz und das. Genau, ja, die genau. beiden. Mhm. Dann haben wir die Kaffeebohnen, die kann man auch tatsächlich ausstanzen. Ich wollte gerade sagen, die passen auch, oder? Ja, genau. Ja, siehst du? Perfekt. Da haben wir so ein. Hintergrund? Ja, also mich erinnert es immer an eine Picknickdecke irgendwie. Ja, stimmt. Hey, eine Tischdecke beim Kaffeeklatsch Ja, ist genau. doch auch nicht passt, verkehrt. genau. Noch mehr Tassen, aber die haben keine Stanzform, ne? Die Nee. passen nicht, meine ich. Die muss man ausschneiden. Wobei das wirklich geht. Also Ja. da. Ich habe gleich auch ein Beispiel, da habe ich das schon Oh super, da gemacht. gucken wir uns gleich mal an. Hier haben wir nochmal so. Das finde ich auch super. Das ist ein schöner Hintergrund, Mhm. ne? Diese
Tassen, Löffel und Kaffeebohnen. Kaffeebohnen. Ich wollte gerade sagen Zucker, aber nee, es sind Kaffeebohnen tatsächlich. Ja. Ja, für die Leute unter uns, die ein bisschen mehr kleckern. Einfach unter die Kaffeetasse das Papier legen, dann fällt das gar nicht mehr auf. Die Seite finde ich ja hier ganz toll. Ja. Also das ist eine super Farbe. Erstaunlicherweise mag ich auch diese Schlieren. Obwohl, ich glaube, das ist Blütenrosa. Müssen wir gleich mal gucken. Ich glaube wohl, ja. Aber in der Kombination Ja. sieht fast ein bisschen metallisch aus, finde ich. Also ist es nicht, aber es wirkt Stimmt. irgendwie so ein bisschen Stimmt. so. Je nachdem, wie man es ins Licht hält und so. Ja. Das sieht man jetzt wahrscheinlich auf dem Video nicht so. Ja, doch, gut, so ein aber bisschen. irgendwie wirkt das so ein bisschen so, finde ich. Hier haben wir noch so Kaffeemuster. Mhm. Da sind die Schlieren auch noch hinter, ne? So Ja. ganz leicht. Tatsächlich, das ist Ja. mir bisher noch gar nicht so Nee, aufgefallen. mir auch nicht, aber sehe ich jetzt gerade vom Licht vom Fenster kommt, das Ja. sind auch noch mal so leichte Schlieren. Und dann haben wir noch mehr Schlieren. Das ist der etwas dunklere Kaffee hier wieder. Ja, finde ich aber auch cool. Ja. Und rote Kaffeebohnen. Calypso ist das, oder? Ja, wir gucken mal. Ich meine, ich habe das hier mir noch, welche Farben dabei sind. Ja. Calypso, Espresso, Zitronenparfait, Lagunenblau, Pekanuss und Blütenrosa. Siehst du. Also auch Farbkombinationen, wo ich am Anfang gedacht hätte, so, nee, Ja, aber das Papier wirklich schön. ja, Dann auf jeden Fall. Zeig doch mal, was du so an Beispielen dabei hast, was man alles aus diesem Set machen kann. Ja, weil genau. das ist unglaublich vielfältig. Wo wir gerade bei den Sachen waren, die man ausschneiden muss, statt auszustanzen. Das hier ist so eine Aufstellkarte mit so 3, ich mache das heute zum ersten Mal, man sieht's, mit so 3 kleinen Würfeln und da kann man jeweils Teile reinstecken und das Ganze dann am Ende auch so Das zum finde ich Versand cool. quasi zusammenklappen. Und hier habe ich halt die Teile ausgeschnitten und dann jeweils damit reingeklebt. Und ich habe gesehen, auf der Rückseite hast du auch Ach noch ja. was gemacht. Genau, da habe ich noch 2 Sachen mit aufgeklebt, damit man halt auch zu der Einladung, die vorne drauf steht, schreiben kann, wann und wo das Ganze denn Das finde ich stattfindet, gut. Ne? Nicht, dass wir das so Filmstyle-mäßig machen. Ja, wir treffen uns. Ja, wann und wo denn? Dann hier noch so ein paar kleine Swaps. Einmal hier so ein Tütchen, wo eine Kleinigkeit rein kann. Oh ja, und das Schild nicht festklebt. Genau. Dafür extra die Klammer. Ja, genau. Hier ist auch so ein kleiner Bonbon gestaltet mit dem Papier. Hier kann halt auch zum Beispiel eine Schokokugel oder irgendwas in der Art rein. Das finde ich schön. Das passt toll zu dem Papier. Ja. Sieht wirklich gut aus. Dann haben wir hier so eine kleine Drehkarte. Die kenne ich doch irgendwo her, Ich ne? wollte gerade sagen. Da habe ich mal eine Anleitung zu gemacht. Und wir machen jetzt mal einen Werbeblock im Werbeblock. Hier oben verlinke ich dir das Video dazu. Perfekt. Und das habe ich bei Instagram bei einem Artisanmitglied mal gesehen. Die fand ich auch ganz toll. Die musste ich unbedingt nachbasteln. Die ist auch Mit den wirklich- Anhängerstanzen und den verschiedenen Hintergründen und hier den Tassen dann drauf und hier oben noch ein bisschen Band drin. Finde ich richtig, richtig schön. Ja, Genau. die gefiel mir auch auf Anhieb. Ja. Oh, und was wir noch vergessen haben, hier sieht man noch die kleinen Dekosteinchen, die zu dem Produktpaket auch dazu gehören. Ja, wobei, da weiß ich gar nicht, ob es sie noch gibt. Das weiß ich Da auch müsste nicht. man mal gucken, Aber gab es auf jeden Fall mal dazu. Genau. Muss man mal nachschauen. Genau. Genau, das Artisan-Team gibt es von Stampin' Up. Die zeigen jeden Monat ganz viele tolle Ideen. Einfach mal bei Instagram, bestimmt auch bei Facebook gucken. Ja, genau. Genau. Ich habe gar nicht so viel. Man sieht, ich mag das Set gerne. Ja, ich habe schon einen Teil verschenkt von meinen Sachen. Also ich habe hier einmal so eine Karte, wo ich auch diese Flecken schön verwendet habe auf dem Papier mit den Flecken. Also ich habe nicht die großen Ringe alle selbst aufgestempelt. Aber du siehst, ich habe die beiden auch verwendet. Ja, genau. Und dann habe ich auch Swaps vom letzten Treffen. Hier, da war so ein Stück Schoki drin. Mit Magnet. Du, ich Käffchen, das finde ich ja auch ganz toll. Und hier auch wieder ausgeschnitten. Nee, die ist gestanzt. Quatsch. Ich wollte sagen, die Das sieht ist jetzt gerade diesmal aus, die ne? gestanzte. Ja. Und die hier, da muss ich Werbung für machen. Die hat Bianca Bittmeier gemacht. Die findet ihr unter Stempelwerkstatt Herford bei Instagram. Also ganz, ganz süß. Erstmal das hier oben. Davon hat die über 20 Stück gemacht. Ui, Ja. das sind aber viele Einzelteile. Ja, das habe ich auch gedacht. Und ich finde diese Boxform ja ganz toll, ne? Oh ja, cool. Ja, also man sieht
Karten, Schachteln, Einladungen, Boxen, man kann da alles Mögliche rausmachen. Sehr vielfältig das Ja. Paket. Wirklich. Genau, ich würde sagen, mit den Sachen, die wir haben, basteln wir auch mal ein bisschen. Ja, genau. Du hast da mal was vorbereitet. Ja, ich habe da mal was. Genau. Hier kann man das schon mal sehen, diesen Baukastensatz. Also ich habe das ganz gerne in Pergament ausgestanzt. Ja, Also ich hab habe es auch schon gemacht. in Weiß gesehen, aber ich finde es eigentlich im Pergament schöner, auch wenn man es nicht sofort auf den ersten Blick sieht. Ebenso hier. Wobei, ich hatte auch schon mal überlegt, den Kaffee quasi nach hinten zu packen. Aber das wäre wie hier, dann sieht man den nicht mehr so gut. Nee, dann, ja. Der verschwindet dann leider so ein Ja, bisschen. das stimmt. Vielleicht, wenn man relativ dünnes Pergamentpapier hat, dass es dann noch Ja. geht. Das muss man vielleicht mal ausprobieren. Aber so richtig dickes, ich glaube, nee, dann ist der Effekt weg. Ja. Hier, so wie bei deiner großen Karte, zeig nochmal. Mhm. Einfach mit 2 Schichten Papier. Das ist super Die vom passen Effekt, auch irgendwie ne? alle gut zusammen. Ja. Also, Die wirken auch gut, oder die Muster ergänzen sich ganz schön, Ja. finde ich. guck mal, ich habe für dich ein Kartenrolling. Oh, muss ich ganz von vorne anfangen. Ja. Ich habe auch für dich noch ein bisschen Papier. Oh, das ist nett. So, und guck mal, ein Schneidebrett haben wir auch noch, Oh. wo du dir deinen Hintergrund schneiden kannst. Ich arbeite mal mit meinen fertigen. Ja, hier. alles klar. Guck mal hier, ich habe das Streifenmuster auch verwendet für Ja. einen meiner Rohlinge. Ja, siehst du, das ist ja fast genauso wie die, nur mit Klecksen statt mit den Schlieren. Genau. So, und dann gestalten wir jetzt hier mal ein bisschen zusammen und zeigen noch mehr Auswahl, was man alles damit machen kann. Genau. Guck mal hier, die sind auch schon wirklich alle mit den... Die Hintergründe sind einfach alle geeignet dafür, ne? Ja, Also, siehst du, welchen haben wir denn noch nicht? Dann könnte ich ja mal einen nehmen, den wir noch nicht benutzt haben. Wie wär's denn hier mit diesem... ja, der ist noch mit nicht diesem dabei. Muster? Den haben wir Genau. noch nicht. Dann nehmen wir doch den mal. Der passt auch zum Pekanuss. Pekanuss, Papier. ja. Genau. Pekanuss, meine neue Lieblingsbraunfarbe, seitdem Wildleder weg ist, gibt es jetzt Pekanuss bei mir. So, Ja, ist auch wirklich schön. Fast so ein bisschen wie Kraftpapier. welchen Spruch hättest du denn gerne? Oh. Du stellst Fragen. Ja, super, ne? Ja, so ad hoc, ohne Vorbereitung. Also wir haben im Angebot, du, ich, Käffchen. Mhm. Du bist mein Koffein. Danke fürs Aufbauen. Finde ich schöner als immer nur diese Danke-Karten. Ja, Also, das stimmt. und mein persönlicher Liebling, Kaffee fragt nicht, Kaffee versteht. Ja, genau. Siehst du, das könnte man auch noch umnutzen, wenn man mal was aufgebaut bekommen hat. Ja, stimmt. Wenn man es wörtlich nimmt. Ja, stimmt. Also wenn man mal den Umzugshelfern danken möchte, hätten wir da auch noch den passenden Spruch. Wirklich vielseitig, ja. So, jetzt muss ich mal gucken. Achso, welchen Spruch möchte ich? Ja, Ich schnapp mir mal das Koffein, weil Ja. das Koffein passt hier ganz schön zu. ja, das stimmt. Normalerweise würde ich jetzt auch irgendwie eigentlich noch den Spruch glaub, ich mit nehm einer den hier. Stanzform machen, aber jetzt packe ich ihn einfach nur so drauf, Ja, dass er so ein bisschen Rand hat. ja. Ich glaube, ich nehme diesen und die beiden Tässchen da würde ich dir gleich mal klauen. Ja, die sind leider nicht mit dem doppelseitigen Kleber auf der Rückseite. Ja, das schaffe ich. Normal würde ich es machen, weil bei Ja. den kleinen Teilen, Ja, also ich glaube, die Tassen gehen noch, aber dieser Kaffee obendrauf, der könnte dann doch ein bisschen Ja. kritisch werden. ja, den meine ich ja. Ach Den, so. den kleinen Kaffee. Okay. So. So, andächtiges Bastelschweigen. Ja. Konzentriert alle. Ja, wie findest du denn das Set so? Schreib mir das gerne in die Kommentare rein. Und ob du noch mehr davon sehen möchtest. Zum Beispiel diese Karte hier, diese tolle, die Kerstin mitgebracht hat. Ich muss sie nochmal zeigen. Diese hier. Wenn Kerstin mich das nächste Mal besucht, können wir die dann nämlich auch gerne zusammen basteln. Ja, genau. Das ist auch gar nicht mehr so lange hin. Nee, stimmt. Beziehungsweise der nächste Termin ist schon terminiert. So, ich glaube, ich nehme hier noch eine andere Unten hier. Kaffeebohnen. Ja, da passen noch Kaffeebohnen drauf. Also das mag ich ja auch gerne, dass es immer am Designerpapier was dabei ist,
was man dann häufig auch mit ausstanzen kann. Ja, Und man nicht alles von Hand ausschneiden muss. das stimmt. Weil die Ränder einfach schöner sind. Ja. Kleber? Ach, du brauchst hier Kleber, ne? Ja. Warte. Könnte Danke. noch ein bisschen was drauf sein, sonst habe ich hier noch mehr. So, guck mal, ich bin schon fertig mit meiner ersten Karte. Ja, das finde ich passt gut dazu. Du bist mein Koffein und dann so eine Kaffee, so eine French Press. Mhm. Das ist schon ganz cool. Ich kann sagen, da kommt ja auch meistens das richtig starke Zeug raus, je nachdem, Ja. wie viel man dann da rein tut. Ich bin ja eher so der Typ Latte Macchiato. Aber das Set fand ich trotzdem super. Also, man könnte das hier ja eigentlich auch zu einer Teekanne umbauen, nicht? Also, Ja, das ist ich ja... wollte gerade sagen, diese Filter Kannen, die gehen ja für beides, genau. Gibt es auch Tee-Einsätze für. Ja. So, wir gucken mal, aber das ist mir eigentlich ein bisschen zu groß hier drauf. Ja, da müsstest du höchstens vielleicht den Spruch ausschneiden, also eng ausschneiden, dass man dann die ganzen Tassen noch die- sieht. Du meinst so am Rand entlang? Ja, genau. dann machen wir das doch mal. Und das ist der Grund, warum ich immer gerne mit Stanzformen arbeite. Aber es geht. Also mit ein bisschen Übung und wenn man es immer wieder macht, kriegt man auch dieses kleine Ausgeschnittene hin. Man sollte aber wirklich eine Bastelschere haben, finde ich. Ja, Also ich habe früher, jetzt fast gesagt, mit der großen Küchenschere gearbeitet. Gar nicht ganz so schlimm, aber... beschäftige mich schon mal damit, den Kaffee in die Tasse zu bekommen. Ja. Den hier nehmen. Okay. Also man könnte das Set auch schön für einen Kaffeeklatsch hinlegen. Wenn man so ein paar Ja, bastelbegeisterte Freunde hat. Ja, jetzt geht der Spruch ein bisschen unter, finde ich. Nö. Aber wir setzen ihn auf jeden Fall hoch. Ja, genau. Ach ja. Ja, diese kleinen Teile Ja. sind etwas fies. Also ja, wer das doppelseitige Klebeband oder die Folie hat, dem würde ich die auch ans Herz legen. Ja, das ist also, ich sage mal, nach dem Stempel, Stanz- und Schneidebrett ist das meine zweitliebste Erfindung. Ja. Wenn man denn dran denkt, ne? Ja, ja. Genau, ich schnapp mir hier noch den Löffel dazu. Ah, ich glaube, nee, der Löffel ist zu viel. Guck mal. Nee, der ist... Nee. Ich glaube, ich würde sie auch tatsächlich so lassen. Dann habe ich jetzt schon meine zweite Karte fertig. Ja, Entschuldigung. Weiß ich. Das ist ein bisschen fies. Weil das so viel Spaß macht, schneide ich das hier noch aus. Man kann die also auch noch ganz toll nachkolorieren. Da habe ich auch schon wirklich schöne Beispiele zugesehen, muss ich sagen. Ja, da bin ich ja immer ein bisschen unbegabt, was das angeht, aber Nee, Übung. Das nennt sich Übung. ja, hast ja recht. Aber ich kenne das. Ich war am Anfang auch mal total ungeduldig. Wenn das erste Ergebnis nicht funktioniert hat, habe ich es quasi in die Ecke geworfen. Ja. Inzwischen bin ich da etwas ruhiger geworden. Das muss man auch einfach. Siehst du, wenn du die French Press nicht möchtest, dann Nee. nehme ich die. Oh, dann geht der Spaß weiter. Da hast du wahrscheinlich auch den genommen, oder? Ah, ich würde diesen hier nehmen. Ja, der sieht auch ganz gut momentan aus. Mhm. Das ist so ein Klebestift. Aha. Wenn nichts mehr rauskommt. Oh,
Auch so sozusagen pumpen, dass er wieder ein bisschen Ne, geht. nachproduziert. Kommt was. Warte, wo ist denn jetzt die Karte, die ich gesucht habe? Diese hier wollte ich noch. Ja. Ja, wie gesagt, die Sachen nur online exklusiv, nicht im Katalog. Ich blätter immer sehr gerne in den Katalogen, muss ich sagen. Ja, der neue Katalog war noch ein bisschen ungewohnt, sagen wir es mal so. Ja, genau. Aber wenn man ihn mehrmals durchgeblättert hat, finde ich, ist er schön so als Ideenanregung. Ja, das stimmt. Aber ich gucke da seitdem inzwischen mehr online nach Sachen. Mhm. Ich glaube, muss noch befüllt werden mit Kaffee. Das Schwarze passt nicht ganz so gut. Oh, dann kommt er später. Die ist schon aufgebraucht. Die ist Ja. schon leer. Das kann ja auch sein, ne? Genau. Hast schon alles aufgetrunken, bevor du die Karte versteckst. Ja, richtig. So, ich schnappe mir noch welche von den Gabelbohnen. Jetzt müsstest du mir mal deine Dimensions geben. Warte, wo sind sie? Also ich finde, momentan sieht der Schreibtisch auch noch wirklich gut aus. Normalerweise verliere ich ja mal als erstes mein doppelseitiges Klebeband. Das kenne ich. Das ist echt immer als erstes weg. Das liegt da auch immer ganz unten dann. Aber auch meistens an einer anderen Stelle, als man denkt, wo man es abgelegt hat. Ah, natürlich, klar. Das wandert, glaube ich. Ja. Den Eindruck habe ich auch. Ja. So. Also ich bin jetzt von meiner dritten Karte. Ich weiß, das ist fies, meine waren vorbereitet. Ja, ich näher mich dem Ende. Ich rücke schon mal alle die Sachen, die wir noch so haben, schon mal ins Bild. Mhm. Dass wir noch einmal alles zum Abschluss zeigen. So, hier ist noch eine Karte. Ach ja, wie süß. Also die beiden kleinen Tassen finde ich auch total niedlich. Ja, Muss mal zeigen. das war das spontane Ergebnis. Das finde ich aber sehr schön. Wie gesagt, Kaffee ist auf, aber schon in den Tassen drin. Genau, das ist schon eingeschenkt. Ja. Man wartet quasi darauf, dass es an der Tür klingelt. Genau. Genau, dann leg nochmal alles hin, was du so hast. Ja. Und das noch einmal zum Ende alles sieht, wie vielfältig das wirklich nutzbar ist. Also ich kann es nur empfehlen, das Set. Nicht nur für Kaffeeliebhaber. Nee. Ja, Ich zeige es noch einmal so und dann auch sehr schön. zugeklappt. Genau. Ja, ich hoffe, dir hat das Ich hoffe, dir hat das Spaß gemacht zuzuschauen und du hast noch ein paar neue Ideen mitbekommen. Kerstins Sachen findet ihr bei Instagram, also heute ist es nicht mehr so gut hier, unter Pixie Creates, schreibe ich aber auch in die Beschreibung rein. Das ist super, danke. Wenn dir das Video gefallen hat, lass mir einen Daumen hoch da. Abonniere den Kanal und dann sagen wir mal lieber jetzt Tschüss. Tschüss. Genau. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.